bevor ich euch wieder mit in meinen Alltag nehme und euch zeige, wie ich die letzte Zeit alleine hier im Haus ohne Markus verbracht habe, möchte ich nochmal ein ganz großes Dankeschön aussprechen für all die wundervollen Kommentare unter meinem letzten Video. Ich bin da ganz ohne Erwartungen rangegangen, als ich das geteilt habe. Umso schöner war es dann zu lesen, ja, dass sich sehr viele von euch mit den Gedanken identifizieren können und auch zu lesen, dass meine Art euch berührt. Das berührt mich wiederum natürlich auch sehr. Ja, und das nimmt mir natürlich auch ein bisschen mehr die Angst, mich so zu zeigen, wie ich bin. Und ja, das ist natürlich wunderschön. Ja, ich habe die Kommentare in einer Zeit gelesen, wo ich sie wirklich gebraucht habe. Und das war dann sehr, sehr schön für mich zu lesen, dass ich eben nicht alleine bin. Und das hat mir sehr viel gegeben und dafür danke ich euch allen für so viel Respekt und Wärme, die ihr da verbreitet habt in den Kommentaren. Und jetzt freue ich mich wieder darauf, euch ein bisschen mitzunehmen in meine letzten Wochen, die ich hier alleine verbracht habe. Und wo ich ganz viele kleine Momente genossen habe, die mir gerade eben so gut tun. So, ich habe gestern schon Linsen eingeweicht in Wasser und daraus werde ich jetzt ein Linsenbrot backen. Einen Kommentar fand ich auch unglaublich wertvoll, denn da ging es darum, wie man sich mit Nährstoffen selbst etwas Gutes tun kann, und das finde ich ein unglaublich wichtiges Thema. Das habe ich in meinem letzten Video mal außen vor gelassen, weil das nochmal ein komplett riesiges Feld ist, wo man so viel drüber erzählen kann. Aber diesen Kommentar fand ich unglaublich wertvoll, denn er ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns eben mit zusätzlichen Nährstoffen versorgen müssen, um auch mental gesund zu bleiben. Ich war gerade mal wieder im Gym zum Duschen, deswegen sehe ich so aus, wie ich gerade aussehe. Aber ich habe auf dem Weg überraschenderweise Schafgarbeblüten gefunden und die sind extrem frisch aufgeblüht, was ich sehr faszinierend finde, denn wir hatten ja Anfang der Woche schon den ersten Schnee. Jetzt ist er wieder getaut und dann blühen die Dinger tatsächlich nochmal. Ist natürlich super cool. Ich habe mir direkt welche gesammelt, weil ich daraus jetzt eine Tinktur herstellen werde. Ich werde die jetzt mit Alkohol aufgießen und damit werde ich dann meine Naturheilkunde-Apotheke für den Winter ein bisschen aufstocken. Ich bin hier gerade im Wald unterwegs, seit 2 Wochen ungefähr. Es ist jetzt der erste Tag, wo mal wieder die Sonne rauskommt. Und das ist so eine Wohltat. Vor allem, wenn man nur so 6 Stunden Sonnenlicht am Tag hat, zu dieser Jahreszeit. Das ist echt super. Und deswegen bin ich jetzt rausgegangen in den Wald und auf einer Mission. Ich sammle nämlich Kiefernzweige. Und zu Hause möchte ich einen Teil davon trocknen. Oder eigentlich möchte ich sie alle trocknen, aber einen Teil davon werde ich dann für Tee aufbewahren. Und den anderen Teil brauche ich für mein Weihnachtsmenü, was ich momentan schon erstelle. Das wird ein super gesundes, super nährendes Menü. Ich glaube, das wird das gesündeste Weihnachtsmenü, was ich je gemacht habe. Und da möchte ich die nämlich nutzen, um zu räuchern. Und mehr verrate ich dazu allerdings noch nicht. Denn es soll ja auch eine Überraschung werden für Markus und für meinen Nachbarn.
So, ich bin wieder zu Hause. Ich habe meine Ausbeute im Schlafzimmer aufgehangen zum Trocknen. Das hat jetzt den Vorteil, dass wir die ganzen ätherischen Öle, die jetzt da noch ein bisschen ausdünsten, beim Schlafen auch einatmen können. Deswegen hängen die hier. Und jetzt werde ich das schöne Wetter aber noch ein bisschen genießen und raus in den Garten gehen. Denn da habe ich auch noch ein bisschen was vor. Ich möchte nämlich hier in meinem kleinen Teebeet die kleinen Salbeipflänzchen ausgraben und in einen Topf setzen, damit ich die drinnen überwintern kann. Und damit die dann schon mal einen Wachstumsvorsprung haben für nächstes Jahr. Und vielleicht finde ich auch noch die ein oder andere Blüte, die ich ernten kann zum Trocknen für Tee. So sieht das jetzt aus. So, und damit das Ganze noch mehr Sinn und Nutzen hat, habe ich noch ein paar Vogelmeeressamen gesammelt von meinen alten Kulturen. Und die werde ich da jetzt aussehen und gucken, ob sich da vielleicht im Winter noch das ein oder andere tun wird. Schön wär's. Ich habe es mir gerade gemütlich gemacht, denn das war jetzt mein letzter Tag alleine hier. Die letzten 2 Wochen war ich ja alleine hier, weil Markus in Deutschland war. Und wir haben uns jetzt seit ungefähr einem Monat nicht mehr gesehen, denn vorher war ich ja in Deutschland und ich musste meine Rückfahrt dann um 2 Abende verschieben, weil der Nachtzug nach Schweden ausgefallen ist. Und dadurch haben wir uns dann verpasst. Da war ich also auf dem Weg hierher und Markus musste zur Fähre fahren an demselben Tag. Deswegen haben wir uns nicht mehr gesehen. Und das war eigentlich eine ganz spannende Zeit, wieder mal alleine zu sein. Es war eigentlich ein emotionales Achterbahnfahren, was aber nicht daran lag, dass ich alleine war. Eigentlich mag ich es sehr, auch mal hin und wieder alleine zu sein, weil ich dann einfach mal wieder Dinge für mich selbst machen kann. Und ich finde das ganz gut, dass man dann einfach mal wieder reflektieren kann und auf niemanden Rücksicht nehmen muss. Ich habe ja echt eine ganz lange Weile alleine gelebt und Markus ja auch. Deswegen genieße ich jetzt einen Drink. Das ist ein Johannisbeerlatte. Der hat nicht so gut funktioniert, weil natürlich die Milch ausgeflockt ist. Aber man kann es trotzdem trinken. Und dann genieße ich noch die letzte halbe Stunde alleine, bevor Markus dann wieder mit hier lebt. Du bist wieder da. Hey, ja, und viel Zeug mitgebracht. Ja, unter anderem Dekokram und Essen und allerhand. Es ist total das Chaos. Ja, so sieht jetzt unser Sonntag aus.
Ja, Schön Zeug einsortieren. ausräumen, wieder Ordnung. einräumen. Genau, Ordnung schaffen. Ordnung schaffen, ja. Katzi inspiziert alles Neues. Mhm. Ja, bin wieder da. Solche Videos sind ja immer nur eine Momentaufnahme. Alles, was man sagt und tut, das geschieht ja genau in diesem Moment. Und auch was man denkt, das ist genau in diesem Moment. Dadurch leben ja diese Vlogs, dadurch entstehen diese Vlogs. Und natürlich ist das alles auch wieder vergänglich. Also nichts von dem, was man in einem Moment sagt oder denkt, das ist von Dauer. Also vieles kann sich ja dann sehr schnell ändern. Vieles kann am nächsten Tag auch schon wieder weg sein. Hier will jemand raus. Nee, willst du raus? Oder ist dir das zu kalt? Hm? Mäuschen. Es ist auch immer gar nicht so einfach, genau die richtigen Worte zu finden, die all das ausdrücken, was man zu einem bestimmten Thema denkt. Man kann sicherlich noch extrem viel mehr zu allem sagen. Man kann es anders ausdrücken, besser formulieren. Ja, das ist eben das Problem mit der Sprache, dass man, ja, dass eben auf der einen Seite derjenige steht, der was auszudrücken versucht. Auf der anderen Seite steht der Zuhörer, der es eben mit seiner persönlichen Geschichte und Gedankenwelt auffasst. Und vielleicht kommt das ein oder andere nicht so rüber, wie der Sender es ausgesprochen hat. Das ist einfach das Problem, was wir haben mit der Sprache. Auch wenn wir noch so sehr versuchen, uns auszudrücken durch die Sprache, so bleibt dennoch immer ein Restrisiko, dass Dinge missverstanden werden. Ja. Und ehrlich gesagt weiß ich jetzt auch gar nicht so genau, worauf das jetzt abzielen soll. Das sind einfach so wilde Gedanken, die mir gerade im Kopf rumgeschwirrt sind, die ich einfach nochmal teilen wollte. Secondhand, I felt a bit forgotten. Not your plan, but now the days of silence outgrow the fun things we have done. But tell me, do you wanna carry on? Plants don't grow without water, and they cave when it's cold. We could go till we're older. Put your head on my shoulder and let's enjoy the ride. When
Ja, also eigentlich wollte ich euch zeigen, woran Markus gerade baut. Markus baut aber gerade nicht, der ist nicht da. Ich glaube, der ist beim Nachbarn und holt sich wieder Holz von dem alten Haus. Aber auf jeden Fall baut er gerade an einem Müllcontainer, den wir hier draußen unter dem Zwischendach aufbauen. Das ist eine gute Lösung, damit wir endlich die ganzen Müllbeutel, die sich immer bei uns im Eingang sammeln, damit wir da endlich mal einen Platz für haben und sich nicht ständig der ganze Müll dort stapelt. Ja, also es geht auch im Winter ein wenig weiter mit Bauprojekten, zwar mit kleineren Dingen, aber besser als nichts. Na, wie läuft's so? Na, ja, es wird langsam, aber sicher. Ja, schön. Ja. Mache jetzt hier gerade noch die Trennwände rein. Mhm. Ja, das dauert natürlich immer alles, aber so ist das halt. Wie lange möchtest du denn jetzt noch arbeiten? Das Essen ist nämlich fertig. Oh, dann muss ich natürlich reinkommen. Ja, gut, ich wollte jetzt eigentlich noch arbeiten, bis es dunkel wird. Es ist ja bald um 3, also so lange ist es wohl nicht mehr hell. Ja. Werkzeug. Das hab ich nicht gehört. Ja. Ich mag es, im Schnee zu spielen. Wenn das fertig ist, kommt dann als nächstes das Dach dran, dass man sich hier nicht bücken muss. Und dann brauchen wir dran gestoßen, das muss dann alles höher gesetzt werden. Also man hat ein bisschen die Querstreben ein bisschen höher. Das wird auch nochmal eine lustige Aktion. Ja, weiß nicht, ob ich das dieses Jahr noch mache. Aber das mal hier. Der Müllbunker Genau. fertig machen. Das sind gerade all die kleinen Momente, die ich so mache, damit es mir besser geht.
Und Kunst gehört auf jeden Fall auch wieder dazu. Vor allem im dunklen, kalten Winter finde ich mehr und mehr zurück zu meiner Kreativität. Und das Schöne an dieser Form von Kunst ist, dass man komplett die Kontrolle aufgeben muss. Man weiß nicht, wie sich die Farben verhalten. Es ist jedes Mal eine Überraschung, wie sich die Formen gestalten. Und das macht es extrem spannend. Heute ist der erste Advent und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um etwas zurück in die Welt zu geben, was ich in dem letzten Jahr von so vielen Menschen, auch von euch, bekommen habe. Das ist nämlich ganz, ganz viel Wärme und Liebe und Zuspruch, Verständnis. All dieses Zwischenmenschliche hat mir dieses Jahr sehr, sehr viel gegeben. Auch auf diesem Kanal ist sehr viel passiert. Der ist, seit ich ihn auf Deutsch umgestellt habe, extrem gewachsen, wofür ich extrem dankbar bin. Und deswegen ist meine Idee, dass ich jetzt an allen 4 Adventssonntagen etwas raus in die Welt sende. Und deswegen habe ich heute dieses künstlerische Projekt gestartet. Ich möchte das an einen von euch schicken in der Adventszeit. Und wenn ihr etwas Wärme und Liebe gebrauchen könnt, dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was denn eure kleinen Momente sind, die ihr gerade macht, damit es euch besser geht. Und du hast jetzt eine Woche Zeit, um was zu schreiben. Wenn das nächste Video rauskommt, dann gibt es wieder ein kleines Kunstwerk mit einer neuen Inspirationsfrage. Und dann werde ich jede Woche jemanden ziehen, dem ich dann dieses kleine Kunstwerk zusenden werde mit ein paar warmen Worten aus Schweden. Und ich hoffe, dass ich dadurch etwas von der ganzen Liebe und Wärme zurückgeben kann, die ihr mir gegeben habt. Ich freue mich auf eure Antworten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.